Oh ja, so großes Tennis spiele ich heute. 6-1, einfach nur mega. Heute läuft alles. Ja, das wird ein schnelles und entspanntes Spiel, würde ich sagen. Und ja, das geht alles weiter so. Boah, ey, so ein Kack aber auch, ey. Zweiten Satz so klar verloren. Warum? Ich habe doch den ersten Satz so klar gewonnen. Warum passiert das? Mann, ich war doch so gut drin. Hat den Gegner unter Kontrolle. Tja, was macht man in so einer Situation? Es kommt häufig vor. Das ist ein Mysterium im Tennis. Wenn ich den ersten Satz hoch gewonnen habe, geht es im zweiten Satz ganz anders zur Sache. Und hier kommen meine 3 Tipps, was ihr machen könnt, wenn ihr den ersten Satz klar und deutlich gewonnen habt. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, ich merke gerade, ich habe heute das falsche Shirt angezogen. Auf der anderen Seite ein richtiges Shirt, denn Tennis Point Store Kassel, da solltet ihr mal vorbeischauen. Die Jungs sind mega gut und haben eine super Beratung. Und wenn ihr was bestellen wollt, könnt ihr das übrigens auch über mich machen. Einfach mich anschreiben und dann mache ich euch ein gutes Angebot. Mit Sicherheit habt ihr das in eurem Match schon mal selbst durchlebt. Aber ihr seht es auch in der Weltspitze, immer und immer wieder. Vor allen Dingen im Damenbereich. Der erste Satz 6-1 und der zweite Satz geht sang- und klanglos weg. Woran kann das liegen und was könnt ihr machen, damit euch das nicht passiert? Konzentration, ja, spielt vielleicht eine Rolle. Wenn ich den ersten Satz klar gewinne, bin ich vielleicht im zweiten Satz nicht mehr so konzentriert. Ich denke, das Ganze wird ein Selbstläufer und ja, ich gebe mein Spiel dann irgendwie ein bisschen aus der Hand, weil ich anfange, vielleicht Dinge auszuprobieren oder Sachen zu machen, die ich im ersten Satz quasi nicht gemacht habe. Deswegen ist es ganz wichtig, und hier kommt mein erster Tipp für euch, das erste Spiel im zweiten Satz sehr, sehr fehlerfrei oder nach Möglichkeit fehlerfrei zu gestalten und nicht zu viel Risiko zu gehen. Mein Tipp auf jeden Fall, solltet ihr den ersten Satz 6-1 gewinnen und ihr wisst vielleicht auch, der Gegner wird noch eine Schippe drauflegen können. Es gibt ja solche Situationen, dass ihr klar überlegen seid, gewinnt den ersten Satz und dann die Überlegenheit macht das dann auch im zweiten Satz. Aber ihr kennt es natürlich auch, ihr seid eigentlich vom Papier her, ja, sind beide Spieler gleich auf und ihr gewinnt den ersten Satz sehr hoch und ihr wisst, der gegnerische Spieler wird und kann sich steigern. So, dann ist es unheimlich wichtig, den Fokus auf das erste Spiel im zweiten Satz zu setzen. Was meine ich damit? Ich sollte versuchen, wenn meine schnellen und präzisen Grundschläge, also meine Gewinnschläge, im ersten Satz sehr gut funktioniert haben, dann würde ich selber versuchen, im Anfang des zweiten Satzes, wenn es eben wieder losgeht, das schnelle und druckvolle Spiel vielleicht eher ein bisschen zu reduzieren und eher den Fokus darauf zu bringen, den Ball reinzuspielen und ins Spiel zu kommen. Es passiert nämlich häufig oder relativ häufig ist es so, dass ja, wenn der zweite Satz dann beginnt, Gegner hat Aufschlag und ich versuche wieder das powervolle Spiel durchzudrücken, dass sobald da ich Schwäche zeige, also Fehler mache, der Gegner natürlich durch seine neue Motivation für den zweiten Satz einen sehr, sehr großen Auftrieb erlangt. Und das solltet ihr versuchen auf jeden Fall zu vermeiden, nämlich, dass ihr den Ball erstmal reinspielt und versucht in die Partie zu kommen und Schläge zu bestreiten. Also nicht die Punkte zu schnell einfach hergeben, sondern versuchen auf Ballwechsel zu kommen und den Gegner zu zeigen, dass er auch im zweiten Satz für jeden Punkt kämpfen muss. Gefällt dir mein Video? Dann schau in die Videobeschreibung. Dort erfährst du, wie du mich unterstützen kannst. Weiter geht's. Zweiter Tipp für euch. Zweiter Tipp ist auf jeden Fall eine Leistungssteigerung des Gegners zu erwarten. Denn, habe ich ja eben schon angesprochen, der Gegner wird sich nach hochverlorenem ersten Satz im Gegenzug sehr stark konzentrieren auf den zweiten Satz und sich nochmal neu motivieren. Und das jetzt in Abhängigkeit von euren Fehlern, die ihr dann vielleicht im ersten Spiel macht, kann es natürlich zu einer Leistungssteigerung des Gegners führen. Und darauf solltet ihr auch eingestellt sein und gefasst sein. Das heißt, versucht den Kampf dann anzunehmen, wenn der Gegner auf einmal nicht mehr jeden zweiten Rückhandball ins Aus spielt und dann entsprechend eben weniger Fehler macht. Versucht diesen Kampf anzunehmen und versucht dann über den Kampf weiter stabil zu bleiben und vor allen Dingen versucht es zu vermeiden, früh zurückzuliegen. Also früh 0-3 dann im zweiten Satz zu kriegen. Deswegen Bälle reinspielen, eher Fokus auf Sicherheit und eine Leistungssteigerung des Gegners vom Kopf her erwarten. Und da kann ich euch vielleicht jetzt hier einen kleinen mentalen Tipp geben, der natürlich nicht immer funktioniert, aber der euch vielleicht dabei hilft, nach hoch gewonnenem ersten Satz, aber auch bei hoch verlorenen ersten Satz, ja, wieder ins Spiel zu kommen oder wieder ins Spiel, mental wieder ins Spiel zu finden. Nämlich die 0-0-Mentalität nenne ich das immer.
Ich versuche mir einfach vorzustellen, nach hochgewonnenem ersten Satz, es steht wieder 0-0. Natürlich steht es auch 0-0, aber wirklich erster Satz 0-0 und das Spiel beginnt von vorne. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch anwenden, wenn ein Match-Tiebreak bevorsteht oder Tiebreak im dritten Satz. Einfach versuchen, mental daran zu denken, es steht 0-0 und jetzt fängt das Spiel komplett von vorne an. Das kann helfen. Muss natürlich nicht immer helfen, aber vielleicht probiert es mal aus. So, bevor die Viecher mich jetzt hier komplett zerstechen, gibt es einen Ausblick auf mein nächstes Video. Denn da geht es, was könnt ihr machen bei physisch und läuferisch sehr guten Gegnern. Also, was macht ihr gegen Leute, die jeden Ball aus den Ecken ausgraben. Und wenn ihr bis dahin noch Lust habt, weitere Videos von mir zu gucken, dann schaut bitte in die Videos, die ich euch jetzt eingeblendet habe. So, ich muss weg. Bis dahin, euer Martin. Ciao.